So, willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen uns heute mit dem Gebläsemotor beschäftigen, der sich hier unter dieser schwarzen Kunststoffabdeckung im Motorraum befindet. Den wollen wir heute ausbauen und dann nehmen wir den Motor komplett mit dem Fahrwiderstand runter in die Werkstatt und schauen uns die Komponente inklusive des Gehäuses von dem Motor mal genauer an. Bleibe bitte bis zum Schluss dran von dem Video, weil am Schluss gibt es immer noch die Teilenummern für die Modelle ab 1985. Hier diesen Kasten von diesem Gebläsemotor haben wir auch schon mal in einem Video gehabt, einem meiner ersten Videos. Da ging es um die bekannte Roststelle rings um der 107er und da blende ich euch mal die Infokarte ein, da könnt ihr dann auch nochmal das Video euch anschauen mit der bekannten Roststelle von diesem Modell. Würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinklickt. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Ausbau von unserem Motor nach dem Intro. For the English audience, English subtitles are available. Click on Subtitles setting and choose English. So, wir haben unseren Deckel jetzt von unserem Lüfterkasten hier abgenommen. Der Motor an sich mit dem Gehäuse ist hier noch am Rahmen festgeschraubt, jeweils mit 4 Muttern, 2 oben und 2 unten. Das sind 10er Muttern. Die lösen wir jetzt noch, so dass wir jetzt den kompletten Motor rausnehmen können und dann die Elektrik noch abschließen können und uns dann den Lüfterkasten auch ein bisschen genauer anschauen können. Unbedingt vor dem Kauf absolut zu empfehlen, beziehungsweise absolutes Muss, diesen Kasten mal aufzuschrauben und da mal reinzuschauen. Ja, das ist auch eine ganz bekannte Roststelle bei der 107er, durch das Kondenswasser, was sich hier bildet, beziehungsweise durch defekte Dichtungen hier. Dieser Kunststoffdeckel war ja mit der Dichtung, habt ihr jetzt gesehen, beim Abnehmen, ausgekleidet, sage ich jetzt mal, und wenn diese Dichtung dann schon porös ist und das Regewasser hier über den Rahmen hier reinläuft, dann ja, sammelt sich das Wasser unter im Kasten und bei ganz viele 107er habe ich hier dann schon der Blumenkohl im Kasten. So, man schraubt das geschwind die Schrauber, die Muttern weg. Und dann kann man den kompletten Kasten, in dem sich der Motor befindet, hier rausnehmen. So, um den Fahrwiderstand hier abzunehmen, müsst ihr hier den Stecker entfernen und dann seht ihr im Normalfall rechts unten und links oben auf eine Kreuzschlitzschraube, die müsst ihr dann noch lösen. Und wenn ihr die dann draußen habt, könnt ihr den Widerstand nach hinten zur Stirnwand hin abnehmen und könnt den kompletten Motor mit dem Fahrwiderstand rausnehmen aus dem Kasten.
wir den Fahrwiderstand. Bei mir ist jetzt hier schon links was abgebrochen, ja. Gucken wir, dass ich das Teil wieder finde. Das hier, da hat anscheinend auch schon einer dran rumgerissen, beziehungsweise ja, der gute Kunststoff wird ja auch irgendwann gehen die Weichmacher raus und ja, und wird dann halt pickelhart und bricht dann halt. So, dann gehen wir runter in die Werkstatt, würde ich sagen, und schaut uns den Motor an. Machen wir aber da vorne einen kleinen Blick in diesen Lüfterkasten rein und schaut uns den mal an, wie der aussieht. So, man schaut jetzt von oben in diese Aussparung in den Kasten für diesen Gebläsemotor rein. Und da seht ihr schon, das ist kein Fehler, da ab und zu mal aufzumachen und da mal zu schauen. Gerade wie hier unten im Eck. Ja. Um einfach hier mal zu gucken, dass sich da nicht irgendwo Rost bildet. Weil wie gesagt, hier sammelt sich gerne das Wasser und da mal ab und zu von Zeit zu Zeit reinzuschauen, ist kein Fehler. So, wir haben unseren Gebläsemotor jetzt ausgebaut mit unserem Fahrwiderstand. Hierbei ist mir so ein kleines Eckle hier an der Kunststofffassung von dem Fahrwiderstand abgebrochen. Ja, das versuche ich jetzt zu kleben. Wenn man den neue Fahrwiderstand bei Mercedes kaufen möchte, kostet der aktuell, habe ich gerade vorher geschaut, 493 Euro. Ja, also lohnt sich es vielleicht, wenn er nicht defekt ist, so kleinere Sachen dann zu reparieren. In dem Fall das wieder zu kleben. Wir nehmen jetzt die obere Abdeckung ab. Die ist hier gesichert mit so Spangen ringsrum. Wir haben hier insgesamt 8 Stück, 4 auf der oberen Seite, 4 auf der unteren Seite. Und die kann man einfach von unten so rausstemmen. So, jetzt haben wir hier unseren Gebläsemotor mit den 2 Schaufelrädern und den können wir jetzt auch komplett aus dieser Halterung rausnehmen. Und haben somit komplett zerlegt. Den reinigen wir jetzt schön, die Schaufelräder, und fettet hier so, man reinigt jetzt noch den Motor, vor allem die Schaufelräder hier rechts und links, und dann können wir das im Prinzip schon wieder zusammensetzen. So, wenn man unseren Gebläsemotor schon mal ausgebaut hat, dann kann man natürlich auch gleich, wenn man schon dabei ist, den kompletten Motor hier zu reinigen, inklusive die Lüfterräder, kann man sich auch mal die Mühe machen und den Fahrwiderstand mal durchzumessen. Dann nimmt er ganz normales, handelsübliches Multimeter und dann könnt ihr mal die Ist-Werte zwischen den einzelnen Pins mal durchmessen, ob das alles noch soweit passt. Ich habe dazu eine Tabelle mit den Werten, die zwischen den einzelnen Pins dann, wenn man das Messgerät anschließt, was das Multimeter dann anzeigen muss, habe ich da. Das packe ich in die Videobeschreibung mit rein, beziehungsweise blende ich euch rein in das Video, und dann könnt ihr euren Fahrwiderstand mal durchmessen, ob die Werte alle noch soweit passen. So, ich hoffe, das kleine Video über diesen Gebläsemotor hat euch gefallen. Wie gesagt, die ganze technische Unterlage bzw. die Teilenummern, die kommen jetzt gleich noch im Anschluss, und dann könnt ihr euch die mal anschauen, wenn ihr da irgendwelche Kleinteile braucht. Wie gesagt, vorher erwähnt schon, dieser Fahrwiderstand ist nicht ganz preisgünstig. Da gibt es auch verschiedene. Der aktuelle, der gerade bei Mercedes noch vorrätig ist, kostet knappe 500 Euro.
Der Gebläsemotor an sich liegt bei schlappe 1000 Euro. Ja, ist nicht ganz günstig, ja, könnt ihr mal schauen. Die Einzelteile wie das Gehäuse und so gibt es auch noch vorrätig. Da, wie gesagt, blende ich euch die Teilenummer ein. Und dann können wir im Prinzip diesen Motor oben wieder einbauen. Ich habe jetzt hier meinen Vorwiderstand, das Gehäuse habe ich jetzt noch geklebt, das lasse ich jetzt noch trocknen und dann können wir das im Prinzip in die umgekehrte Reihenfolge wieder einbauen. Ihr setzt zuerst den Motor ein und dann, wenn der drin ist, packt er auf die linke Seite den Vorwiderstand wieder gegen die Trennwand und befestigt den Vorwiderstand mit den zwei Schräuble hier von der Motorseite aus, macht er den wieder fest und macht den Stecker wieder dran. Und macht, bevor er den Kasten wieder zuschraubt, erstmal eine Funktionsprüfung innen mit dem Bedienfeld von den Instrumente, ob das alles noch funktioniert, ob er noch dreht. Und dann könnt ihr den Deckel wieder verschließen. Beim Einsetzen von diesem Motor müsst ihr darauf achten, dass diese Gummidichtung über den Wärmetauscher, dass die satt anlegt und das Gehäuse mit dieser Gummidichtung hier darunter sauber abschließt, dass sich da nichts verkriesknattelt oder irgendwie umschlägt. Auf das müsst ihr noch achten. Und dann die Gummidichtung oben am Deckel selber. Ja? Wenn ihr euren 107er bei Regenwetter fahrt oder er mal nass wird, auch wenn er ihn wäscht, und das Regenwasser dann bzw. das Wasser dann oben reinläuft unter den Deckel, wenn die Dichtung nicht richtig sauber satt anlegt, dann ist in eurem Kasten gleich wieder Wasser drin und dann haben wir wieder eine potenzielle Rostquelle da in dem Kasten. So, als nächstes Video habe ich gedacht, mache ich wieder ein Evergreen-Video aus aktuellem Anlass. Ich habe bei dem Ausbau von meiner vorderen Stoßstange und die hintere Stoßstange bzw. die ganze Restauration vom Kofferraum, da sind so wahnsinnig viele Schrauben rausgekommen, die alle verrostet waren, die alle nämlich schön waren und schmutzig waren. Und da möchte ich euch mal was zeigen, wie man die wieder vom Rost befreien kann und wieder schön kriegt, bevor man sich hier 100, 200, 300 Schrauben neu kaufen muss. Das geht ja auch ins Geld. Und dann zeige ich euch im nächsten Video, wie man die wieder sauber kriegt. So, dann freut mich das Interesse, das da war, und dann, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, empfehlt den Kanal, teilt ihn weiter. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Macht's gut, bis dann, ciao.